Rundstäbe mal ganz anders. Heute eine Variante, die ihr vielleicht noch nicht kennt, um Rundstäbe in allen Durchmessern selber herzustellen. Oh weia, jetzt kommt der wieder mit Rundstäben an. Da gibt es 100.000 verschiedene Anleitungen im Netz, wie man Rundstäbe selber herstellen kann. Ob das jetzt mit den Stichsägeblättern ist, ob das mit dem Stemmeisen ist, mit der Oberfräse, mit der Kreissäge und. Da gibt es so viele Möglichkeiten, um das zu machen. Heute aber eine Variante, die auch mit der Oberfräse ist, aber mit einer kleinen Vorrichtung gemacht wird, um dort wirklich Top-Qualität und vor allem in jeder Größe Rundstäbe herzustellen. Erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute Thema, ja, wie gesagt, gerade Rundstäbe herstellen. Und wer Gipfelholz verfolgt, der hat auch schon mal gesehen, dass ich auch schon mal ein paar Varianten gemacht habe, um Rundstäbe herzustellen. Und eine richtig coole Variante, das Video kann ich euch noch mal da oben verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Das ist diese Variante, dieser kleine Klotz, und damit kann ich auch richtig cool und einfach Rundstäbe selber herstellen in allen Größen. Oder zum Beispiel, ob man jetzt auch nicht nur Rundstäbe, sondern auch Zapfen an Rundstäben zu machen. Solche Zapfen an Rundstäben, das ist auch sehr einfach. Da zeige ich mehrere Varianten. Da gibt es auch ein Video dazu. Das kann ich euch auch nochmal verlinken. Das wird dort eine sehr, sehr kurze Bauanleitung, denn diese Vorrichtung ist in 5 Minuten gebaut. Wir werden uns aber anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie gut die Qualität ist und vor allem die Maße und eine kleine Berechnung, denn wir brauchen eine kleine Berechnung dazu, um andere Durchmesser von Rundstäben noch herzustellen. Das zeige ich euch alles und wir starten jetzt. Das ging jetzt verdammt rasend schnell, unsere Vorrichtung. Keine 5 Minuten und schon sind wir fertig. 3 Löcher bohren. Mehr ist das nicht. Ich habe auch noch dazu Vierkanthölzer gemacht. Das sind jetzt einmal Eiche, einmal Fichte, wie auch immer. Und die sind 11 auf 11 Millimeter. Warum das so ist, weil wir wollen hier einen 10er Rundstab haben, das erkläre ich euch nachher, denn wir machen jetzt zuerst mal den Versuch, ich zeige euch, wie das funktioniert, denn wir können nämlich damit, wir brauchen eine kleine Berechnung und damit können wir im Endeffekt jeden Durchmesser an Rundstab selber herstellen. Ja, ich nehme da meine Makita-Fräse dazu. Ich habe da unten noch eine Platte drauf, eine ganz normale Standardplatte, ganz einfach. Damit müssen wir nämlich dann die Fräse festspannen. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Im Endeffekt habe ich jetzt hier einen ganz normalen Nutfräser drin. Das ist, glaube ich, ein 6 mm oder so. Genau, das dürfte hinhauen. Und den müssen wir jetzt im Endeffekt hier oben drauf spannen. Und deshalb diese Platte dazu. Wie ihr die macht, da brauche ich euch nichts erklären. 4 Löcher bohren und einfach an die Fräse anschrauben.
Jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Erklärung von diesem Teil, was ich hier gemacht habe, gerade was ihr gesehen habt. Im Endeffekt brauche ich jetzt für einen 10er Rundstab brauche ich 3 Bohrer. Und zwar einmal einen 15er, einmal einen 10er und ich habe jetzt einmal einen 30er genommen. Du könntest da auch einen 35er nehmen oder was auch immer. Da ist es nicht ganz so wichtig jetzt von dem her, wie da die Bohrung ist. Einen Tipp gebe ich jetzt euch noch. Und zwar ist jetzt die Größe könnt ihr natürlich auch selber wählen, wie ihr wollt im Endeffekt. Darauf zu achten ist, dass alles wirklich hier in der Linie ist. Das ist wichtig. Wir fangen auch zuerst an, mit dem größeren Loch zu bohren. Zu diesen Größen kommen wir gleich nochmal, warum wir das verwenden müssen. Also bei einem 10er Loch, dass wir den 15er vorbohren müssen und so weiter. Das erkläre ich euch aber gleich nochmal. Zuerst dieses große 15er Loch, das spannt ihr am besten auf eurem Bohrständer drauf, an eurem Bohrständer hin und dann bewegt ja gar nichts mehr dran, also macht es dann erstmal diese Bohrung, die macht ihr 2/3 bis runter. Also dass noch 1/3 circa, es muss nur circa sein, dass noch circa 1/3 stehen bleibt und 2/3 bohrt ihr runter. Dann bewegt ihr euren Bohrständer nicht, macht alles fest, ist alles gut. Und dann spannt ihr den 10 mm Bohrer ein, weil dann habt ihr das Ganze wirklich absolut richtig gebohrt. Also das heißt nicht, ihr bohrt es auf der anderen Seite und fängt da mit dem 10er an, dann kommt es ja eh nicht ganz gerade raus. Also das heißt, Bohrständer alles festmachen und dann den einspannen, nichts bewegen und dann einfach mit dem 10er durchbohren. Und somit seid ihr ja wirklich absolut hier zentriert in der Mitte. Dann nehmt ihr noch einen 30er Bohrer oder 35er Bohrer, wie auch immer, und bohrt da einfach mal vorsichtig ein bisschen rein, damit ihr das Ganze dann hier sehen könnt und dass halt dann diese Biegung einfach offen ist. Es soll dann im Endeffekt so ausschauen. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt und zwar das Einstellen des Fräses. Ihr wollt ja wirklich auch einen 10er Rundstab am Schluss haben oder einen 8er oder einen 15er, je nachdem, was ihr da bohren wollt. Und zwar nehmt ihr jetzt euren Bohrer, mit dem ihr gebohrt habt, und dann seht ihr an der Stelle, dass der Bohrer natürlich durchkommt und jetzt legt ihr eure Fräse drauf oder stellt eure Fräse drauf und stellt die Höhe eures Fräsers einfach auf diesen Bohrer einfach ein und somit habt ihr exakt diese Größe und hinten das 10er Loch ist ja dann praktisch zum, ja ich sage jetzt mal zum Ausrichten der Stange dann und darum kommt sie ja hinten in 10 raus und deshalb müsst ihr es genau auf diese Höhe einstellen, also durchschieben, einstellen und dann können wir loslegen. Das Ganze spannen wir jetzt fest, mittig ausrichten, eingestellt ist sie, festspannen und schon können wir losfräsen. Habt ihr ja vorhin auch noch gesehen, das habe ich euch noch gar nicht erklärt, und zwar die Vierkanthölzer habe ich noch vorne rund gemacht, damit sie natürlich besser in die Bohrmaschine oder den Akkuschrauber reinpassen. So. Jetzt müsst ihr ein bisschen eiern, ist aber überhaupt kein Problem, wenn es eiert. Deshalb haben wir ja eine Führung da. Das zieht sich hinten richtig schön rein. Was wir jetzt machen müssen, Fräse anschalten und jetzt einfach ja, durchdrücken. Mit einer mittelmäßigen Geschwindigkeit, seht ihr gleich, und hinten sollten dann 10 mm Rundstäbe rauskommen. Sehr cool und sehr einfach und sehr schnell gemacht und die Stangen kommen richtig gut in der Qualität heraus. Ich zeige es euch und wir messen jetzt gleich mal, wie genau wir wirklich da unten dann rauskommen. Jetzt könnt ihr mal schauen, die kommen echt super toll raus, muss ich sagen. Das ist Eiche, das sind zwei Eiche, das ist Fichte. Jetzt wollen wir es doch glatt mal messen, wie genau wir wirklich sind, ob wir da wirklich eine große Abweichung haben oder nicht. Wir wollten einen 10er haben und wir haben exakt einen 10er, könnt ihr erkennen. Und jetzt mal woanders messen an der Stelle. 10er, exakt, super. Und jetzt nochmal weiter. 10er, optimal. Und jetzt nochmal die Eiche drüber gehen. So. Und exakt 10. Und hier auch exakt 10.
perfekt, muss ich sagen. Was haltet ihr davon? Richtig, richtig genau und nicht so ungenau wie die Rundstäbe aus den Baumärkten. Also die Vorrichtung ist wirklich sowas von schnell gebaut, 5 Minuten, richtig cool und das Ergebnis finde ich richtig genau und das taugt mir. Aber ich habe euch natürlich jetzt noch versprochen zu zeigen oder zu erklären, wie ich damit jede Größe oder jeden Durchmesser von Rundstäben machen kann. Da müssen wir aber leider ein bisschen rechnen, aber es ist nicht schwer, ich erkläre euch, wie das funktioniert. Dann erkläre ich jetzt euch mal, wie das Ganze funktioniert, um jeden Durchmesser eigentlich damit machen zu können. Also, da müssen wir ein bisschen Mathe anwenden. Wer nicht aufgepasst hat, ja, ich auch nicht, aber das kann man googeln. Und zwar gehen wir nach dem Prinzip von Pythagoras und da braucht man eine kleine Formel. Wir wollen ja um den Rundstab in diesen Vierkant in die Bohrung laufruhig reinzubekommen, müssen wir ja die Diagonale berechnen und was für eine Bohrung das ist. Also wie passt der Vierkant in welche Bohrung rein. Also, das ist ganz einfach. Machen wir einfach mal ein Beispiel und zwar, wir machen jetzt ein Beispiel mit einem 15er Rundstab. 15er Rundstab muss ich ja 1 mm dazu addieren, das heißt, ich säge ein Vierkant mit 16 mm. Noch soweit verstanden? Super. Also dann haben wir einen 16 mm Vierkant und den müssen wir mit dieser Formel und mit diesem Wert multiplizieren, damit wir die Bohrung rausbekommen, was der Vierkant im Endeffekt, wo das Ganze reinpasst. Also das heißt 16 mal 1,414 ergibt einen Wert von 22,624. Diesen Wert können wir aber auch abrunden, das heißt, wir brauchen nicht genau so einen Bohrer, wir brauchen jetzt einfach nur einen Bohrer mit 22 mm. Denn der Vierkant, diese Ecken, das sind 6/10, das ist der Witz, das heißt, wir drücken das Ganze ja ein bisschen rein, durch diese Umdrehung schleift sich diese 6/10 einfach ganz einfach ab und wir können das einfach reindrücken. Das ist überhaupt kein Stress, also ihr könnt diesen Wert, den ihr da rausbekommt, immer abrunden. Hat das jeder verstanden von euch da draußen? Okay, machen wir noch ein weiteres Beispiel. Also ich nehme jetzt angenommen, ich nehme hier einen Achter. Ich habe es mir natürlich schon mal ein bisschen aufgeschrieben. 8 mm Durchmesser von einem Rundstab. Diesen 8 mm, den Vierkant, den sägen wir auf 9 mm, multiplizieren die 9 mm mal den 1,414 und wir kriegen einen Wert von 12,726. Das heißt, wir runden das Ganze ab, weil das Ganze hier sich beim Reindrücken ja so abschleift. Das sind 7/10, überhaupt kein Stress. Also runden wir ab und wir brauchen dann für einen Rundstab, dass mit der Vierkant in das Loch reinpasst, einen Bohrer mit 12 mm. Und am Schluss kommt dann der 8 mm Rundstab raus. Ich habe ja gerade noch einen Rundstab gemacht mit 20 mm. Das ist der hier, der schaut auch richtig perfekt aus und wir haben auch diese 20 mm erreicht. Und dadurch habe ich ganz einfach anders gebohrt, wie gerade eben erklärt mit diesen 20 mm. Also das heißt 20 mm, 21 Vierkant mal 1,414 kommen wir auf einen Wert von 29,694. Abgerundet brauchen wir hier einen 29er Bohrer, damit der Vierkant einfach hier durchpasst. Und am Schluss brauchen wir natürlich unsere Wunschgröße mit 20 mm. Und somit kommen wir auch auf einen Rundstab hier mit 20 mm und der ist echt auch super perfekt geworden. Ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden von euch da draußen. Wenn nicht, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Würde mich echt drüber freuen. Schreibt es auch rein, wie ihr diese Variante hier findet, von Rundstäben herzustellen. Oder was ihr für eine Variante benutzt oder wie ihr eure Rundstäbe herstellt. Oder vielleicht kauft ihr sie einfach nur im Baumarkt und ärgert euch, dass sie nicht passen. Würde mich echt drüber freuen. Leute, wir sind am Ende. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.